Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Feelgood und ich grüße euch. So, endlich der Zwischenbericht vom Mai aus Uruguay. Oh, das reimt sich. Der Zwischenbericht vom Mai aus Uruguay. Ich hatte euch den viel früher versprochen. Ich hatte im letzten Video, da ging es darum, was kostet ein Haus in Uruguay, hatte ich gesagt, dieses Video jetzt, das kommt noch am Wochenende. Aber da sind mir wiederum ein paar Sachen dazwischen gekommen. Gute Sachen, glückliche Sachen, die ich dann vorgezogen habe. Und deshalb habe ich jetzt das Video halt wieder ein bisschen hinten rausgeschoben. Aber jetzt endgültig. Ja, ich entschuldige mich jedes Mal für die Verzögerung und so auch dieses Mal. Aber eben, ich sage es immer wieder, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Ja, was gibt es zu berichten? Es geht mir super gut. Es geht mir richtig gut hier. Ich fühle mich super wohl. Ich komme sehr gut zurecht in allen Belangen. Also wirklich, ich kann nichts jammern. Toll. Viele fragen mich, hast du kein Heimweh? Vermisst du die Leute nicht? Muss ich sagen, Heimweh habe ich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Also es gab bis jetzt noch keinen Moment, an dem ich gedacht hätte, oh, ich wäre jetzt gerne in der Schweiz. Meine Freunde, meine Kumpels, die vermisse ich natürlich schon. Also ja, aber naja, Freunde bleiben Freunde, auch wenn man sich nicht täglich sieht. Und man kann ja auch telefonieren. Heutzutage ist das ja alles kein Problem mehr. Es gibt auch Videotelefonie. Also man ist nicht mehr völlig weg von der Welt. Es waren übrigens am 1. April waren es 2 Jahre, dass ich ausgewandert bin. Ja, das kommt mir ziemlich verrückt vor irgendwie. Einerseits denke ich, es dünkt mich schon viel länger. Andererseits, wenn ich überlege, was ich alles erlebt habe in diesen 2 Jahren, das ist irgendwie auch verrückt. Also ich war ja erst 5 Monate in Spanien festgesessen und jetzt bin ich seit gut 1,5 Jahren hier in Uruguay. Und in dieser Zeit ist so viel passiert, ich habe so viel erlebt, ich habe auch so viel geschafft eben. Ich habe sogar ein Haus gekauft, ich habe ein Auto gekauft. Es kommt mir irgendwie, rückblickend kommt es mir ziemlich unwirklich vor. Aber naja, es ist so, wie es ist und es ist gut so. Also ich bin ein rundum zufriedener Mensch hier und ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Das gefällt mir wirklich gut. Dann hatten wir, ich habe natürlich wieder einen Spickzettel, nur wenn ihr euch fragt, was ich immer darüber gucke. Wir sind jetzt im Herbst, genau umgekehrt als Europa. Ihr geht in den Frühling, wir gehen in den Herbst. Aber wir haben einen wunderschönen Sommer gehabt. Richtig toll. Es war immer schön und heiß. Es war richtig heiß. Aber ich habe den Sommer genossen. Ich bin unglaublich viel spazieren gegangen, Fahrradfahren gegangen. Es war richtig schön. Auf der anderen Seite eben war er sehr heiß und sehr trocken. Wir hatten schon Ende Winter, hatten wir eigentlich keinen Regen mehr und dann auch im Sommer. Es kam eigentlich nichts mehr. Und das hat dann zu Problemen geführt, vor allem in der Landwirtschaft. Nicht nur hier in Uruguay, sondern auch in Argentinien. Argentinien hat es auch ganz, ganz arg getroffen. Da ist alles vertrocknet, hier auch. Und auf dem Land gab es da wirklich Probleme. Diese ganzen Wasserlöcher, an denen die Rinder und die Pferde trinken, die sind alle ausgetrocknet. Da haben dann die Departamentes, also das sind die Bundesländer, haben dann mit Tanklastwagen Wasser auf die Höfe geliefert. Es gab aber ein weiteres großes Problem: Wenn es so trocken und heiß ist, dann wächst das Gras nicht mehr. Und das heißt, die Tiere, die Rinder und die Pferde, die haben keine Nahrung mehr. Und dann musste man zufüttern. Und zufüttern ist leider sehr teuer. Und das können sich nicht alle leisten. Also für die Landwirtschaft war das ein ganz schwieriger Sommer. Sie haben auch hier zum Teil haben sie das Wasser nicht rationalisiert, aber sie haben gesagt, bitte, ich glaube es war sogar vorgeschrieben, dass man die Gärten nicht mehr wässern darf, die Autos nicht mehr waschen darf.
Für mich persönlich gilt das nicht, weil ich habe einen eigenen Brunnen, mit dem ich Grundwasser ziehen kann für die Gartenbewässerung. Aber ich habe dann trotzdem den Garten auch nicht mehr bewässert, quasi aus Solidarität mit den Leuten. Ich habe gedacht, ja, ich muss jetzt da nicht als Gringo die große Wasserschlacht veranstalten, wenn alle anderen am Wasser sparen sind. Ja. Und erstaunlicherweise, dem Rasen macht das gar nichts. Der ist erst gelb geworden und dann irgendwann schwarz. Aber sobald es wieder regnet, kommt er wieder in wunderschönem Grün. Es hat sogar einen positiven Effekt, weil die meisten Unkräuter, die gehen dann ein während der Trockenheit. Also der Rasen übernimmt dann den Platz dieser Unkräuter. Also gar nicht so schlecht. Jetzt ist der Rasen wieder wunderschön. Die Meteorologen haben auch gesagt, das Wetter normalisiert sich jetzt. Das sehen wir jetzt schon im Herbst. Jetzt haben wir wieder so alle 10 Tage oder sogar einmal in der Woche haben wir einen Regentag. Es sind jetzt noch nicht die großen Mengen an Regen, aber es sieht wirklich so aus, wie wenn es jetzt wieder ein bisschen normaler würde. Und ja, da sind, glaube ich, alle sehr, sehr froh hier. Dann hat es ein Ereignis gegeben, was mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat, muss ich wirklich sagen. Und zwar habe ich jetzt 2 Katzen. Das war eigentlich so nicht geplant. Doch, ich habe schon gedacht, vielleicht werde ich irgendwann eine oder vielleicht 2 Katzen haben. Weil ich bin eher der Katzen- als der Hundetyp. Katzen sind Autisten wie ich und deshalb verstehe ich mich eigentlich sehr gut mit denen. Aber ich habe gedacht, ja, irgendwann dann, jetzt mache ich erst mein Haus und dann irgendwann kann man dann mal gucken wegen Katzen. Und dann hat sich aber was ergeben. Ich habe Freunde hier ganz in der Nähe, die haben einen Bauernhof. Und bei denen hat jemand nachts 7 kleine Kätzchen über den Zaun geworfen und die ausgesetzt. Ja, und dann waren am Morgen plötzlich 3 kleine Kätzchen in der Scheune und über den Tag sind das immer mehr geworden. Und am Abend waren es dann 7 Kätzchen. Und das waren wirklich klitzekleine Kätzchen. Also die waren viel zu jung, die hätte man noch gar nicht der Mutter wegnehmen dürfen. Nun ja, aber es war, wie es war. Und meine Freunde haben dann natürlich sofort versucht, die Kätzchen irgendwo zu platzieren. Sie haben selber schon 4 Katzen und 3 Hunde und 6 Pferde und 30 Hühner und ein Hausschwein. Also die haben gesagt, wir können jetzt nicht noch 7 Katzen aufnehmen, das geht einfach nicht. Und dann haben sie mich auch angerufen und haben gesagt, hey, würdest du 1 oder 2 aufnehmen? Ich bin dann hingefahren, 3-mal sogar und habe mir die Kätzchen angeschaut. Ja, ist natürlich herrlich. Kleine Kätzchen sind natürlich süß ohne Ende, ist schon klar. Aber naja, schlussendlich habe ich gesagt, okay, ich übernehme 2. Und übrigens wurden alle 7 Kätzchen schlussendlich platziert. Ja, und 2 sind jetzt seither bei mir. Die heißen Zora und Kafka und haben mein Leben völlig auf den Kopf gestellt, mein Haus völlig auf den Kopf gestellt. Das ist verrückt, weil die klettern natürlich überall hoch, die schmeißen alles runter, die haben richtig Chaos in das Haus und in mein Leben gebracht. Aber es ist natürlich auch toll. Also ich habe so viel Spaß an den Katzen, die machen mir so viel Freude. Ich bin eigentlich den ganzen Sommer über bin ich nur im Garten gesessen am Abend und habe den Katzen beim Spielen zugesehen. Das ist schon herrlich. Also die sind wirklich eine Bereicherung für mein Leben und tja, mittlerweile sind es nicht mehr kleine Kätzchen, jetzt sind es Katzen, die sind praktisch ausgewachsen schon. Ich habe sie seit Dezember jetzt und jetzt sind auch beide kastriert, sind sie auch ein bisschen ruhiger geworden, aber immer noch verrückt genug, um jederzeit irgendeinen Unsinn anzustellen. Herrlich, richtig schön. Dann, was hat sich noch ergeben? Ich bin jetzt Residente Legal, also ich habe jetzt die Daueraufenthaltsbewilligung. Die hatte ich eigentlich im Januar schon schriftlich zugesprochen bekommen, aber die physische Karte, also dieser Personalausweis, den hatte ich noch nicht. Den konnte ich jetzt, letzten Monat glaube ich, konnte ich den abholen. Jetzt bin ich also
offiziell Daueraufenthalter. Das hat eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben, außer auf den Zoll. Weil ich habe ja einen kleinen Container hergebracht, einen 20-Fuß-Container aus der Schweiz. Und für den musste ich eine Sicherheit, also quasi eine Kaution von $4.000 bezahlen. Und die kann ich jetzt zurückfordern. Also diese $4.000, die kriege ich zurück vom Zoll. Das habe ich schon alles in die Wege geleitet und veranlasst. Dafür muss man ein paar Dokumente besorgen, habe ich alles gemacht. Und ich mache das nicht selber. Man könnte das selber machen, aber ich habe jetzt mit einigen Leuten geredet, die das selber gemacht haben. Und die haben alle gesagt, um Gottes Willen, mach's nicht selber. Es ist ein riesiges bürokratisches Theater. Du musst x-mal nach Montevideo in den Hafen fahren und du verlierst die Nerven. Also das ist furchtbar. Und jetzt habe ich es meiner Zollagentin gegeben, die hat ja bereits den Container reingeholt ins Land und bei ihnen kostet das, glaube ich, $90. Aber das ist es mir alleweil wert. Also ich habe ihr dann die Dokumente geschickt und jetzt machen die alles selbstständig und ich habe dann einfach irgendwann das Geld wieder auf dem Konto. Also den Ärger erspare ich mir, das sind mir $90 wert, ja, alleweil. So, dann zu meinem letzten Video, da bedanke ich mich für alle Kommentare und mir ist aufgefallen, dass eigentlich alle, die einen Kommentar geschrieben haben, haben gesagt, ja, jetzt zeig doch mal das Haus und zeig mal den Garten und den Strand und das Quartier und die Umgebung. Und das verstehe ich irgendwie, wenn ich es mir überlege, das stimmt, ich spreche hier die ganze Zeit von einem Haus und ihr habt das noch gar nicht gesehen. Das stimmt, da habt ihr absolut recht. Ich möchte aber, das Haus innen möchte ich euch noch nicht zeigen, weil da ist jetzt schon noch vieles Baustelle. Ich bin schon recht weit gekommen, dazu komme ich noch. Aber ich möchte da innen eigentlich erst wirklich fertig machen, das ist jetzt absehbar. Und dann werde ich es euch sehr gerne zeigen, also da habe ich kein Problem mit. Aber das stimmt, was ich machen kann. Ich kann euch den Garten zeigen, das Quartier, die Umgebung hier, den Strand natürlich auch. Also das werde ich machen, sehr gerne sogar. So, ich muss jetzt aber doch noch ein bisschen vom Haus sprechen, obwohl ihr es noch nicht gesehen habt. Aber einfach, weil es halt das ist, was mich am meisten beschäftigt, außer den Katzen im Moment. Ich bin am Renovieren. Das Haus hat eine sehr, sehr gute Substanz. Also es ist ein richtig gut gebautes Haus. Allerdings haben die in den letzten 20 Jahren überhaupt nichts mehr gemacht. Es war ja immer ein Sommerhaus. Also die Leute waren nur im Sommer vielleicht 2 Monate da, teilweise auch nur an den Wochenenden. Und die haben eben 20 Jahre lang gar nichts mehr gemacht. Und das sieht man jetzt natürlich. Also ein 20-jähriger Anstrich, das wisst ihr vielleicht, den muss man halt einfach neu machen. Und in 2 Räumen sind oder waren Tapeten, 20 Jahre alt, die müssen weg, ist klar. Also das sieht einfach nicht mehr schön aus, aber eben die Substanz ist gut. Das Glück an diesem Haus ist die Küche und das Bad, respektive die Bäder, es gibt 2, die sind in perfektem Zustand. Also dort muss man überhaupt nichts machen. Und wenn das der Fall ist, Küche und Bad gut, dann kann man einziehen. Weil dann ist alles da, was man zum Leben braucht. Und dann kann man nach und nach renovieren. Und das ist genau das, was ich mache. Ich versuche eigentlich auch möglichst vieles selber zu machen, weil es mir Spaß macht und weil es mich auch so ein bisschen herausfordert. Und ja, macht mir Freude, wirklich. Ich habe auch schon viel gemacht. Ich habe das Gästezimmer zum Beispiel, das komplett renoviert, schon fertig. Dort habe ich übrigens am Anfang geschlafen, die ersten 4 Monate ungefähr. Dann habe ich das Wohnzimmer, ist auch fertig renoviert. Respektive das Wohnzimmer gab es gar nicht. Das Haus hatte kein Wohnzimmer, dafür 4 Schlafzimmer. Und ich habe dann aus 2 Schlafzimmern habe ich eigentlich ein großes Wohnzimmer gemacht. Also ich habe da die Wand herausgebrochen und ein Wohnzimmer daraus gemacht und das auch schon komplett neu gestrichen, das riesen Bücherregal hier gebaut. Ja, also hier bin ich eigentlich auch schon so weit. Und dann habe ich das eigentliche Schlafzimmer, da gab es relativ viel Arbeit, da musste die Tapete runter, was gar nicht so einfach war.
Und dann ist an der Westwand unter der Tapete ein Schaden an der Wand zum Vorschein getreten. Den musste ich natürlich reparieren mit Mörtel und teilweise neu verputzen und. Ich will euch hier nicht mit Details belästigen. Aber es war viel Arbeit, aber jetzt ist das Schlafzimmer auch fixfertig renoviert. Und jetzt bleiben eigentlich noch 2 Räume, das ist das Comedor, so nennen sie das. Das ist eigentlich so ein Durchgangszimmer. Von der Küche ins Bad und ins Schlafzimmer geht man durch dieses Comedor. Die Vorbesitzer hatten da so ein Fernsehzimmer daraus gemacht. Das ist jetzt das nächste, was ich renovieren werde. Und dann die Küche, also nicht die eigentliche Küche, es ist eine sehr große Wohnküche. Und die eine Hälfte der Küche, die muss man noch revidieren oder renovieren, weil da ist ein offener Kamin drin und der nützt mir nichts. Also ich brauche keinen Kamin in der Küche. Ich komme noch zum Heizen nachher und der nimmt mir vor allem wahnsinnig viel Platz weg. Also den werde ich raushauen und da muss man dort die Wand natürlich wieder aufmauern und alles in dieser Hälfte der Küche streichen. Aber und dann ist das Haus eigentlich fertig renoviert, innen. Und dann geht es dann außen los. Ich komme relativ gut voran. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich komme nicht vorwärts, ich komme irgendwie nicht weiter. Und ich habe dann gemerkt, woran das liegt. Und zwar ist es gar nicht ganz einfach, hier Baumaterial zu besorgen. Es gibt hier alles, man kriegt hier wirklich alles und auch in guter Qualität. Die Europäer hier sagen immer, ja, man kriegt nur Billigramsch und China-Schrott, aber das stimmt nicht. Man kriegt alles auch in richtig guter Qualität. Es kostet natürlich dann ein bisschen mehr, aber das ist ja in Europa auch so. Also von daher, man kriegt alles, aber das Problem ist, man muss es finden. Und da hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe. Es gibt ja sehr viele Baumärkte. Eigentlich jeder Ort hat mindestens einen, eher 2 oder 3 Baumärkte. Es gibt einerseits die Ferreterias, das sind die Eisenwarengeschäfte. Die haben so Werkzeug, Hammer, Zangen und all das, aber auch die Handwerkzeuge, also Stichsäge, Bohrmaschinen. Und dann gibt es die Barracas, die haben eher so das Baumaterial, also Zement, Beton, Sand, Kies, aber auch Backsteine, Ziegel, also Dachziegel oder Fliesen und all so ein Zeug. Das sind meistens alles kleine Betriebe und die spezialisieren sich immer. Also der eine kann besser mit elektrisch, der hat die ganze Kabelpalette, Lichtschalter, Steckdosen und weiß der Geier. Der andere ist eher so im Sanitärbereich. Jeder hat so ein bisschen sein Spezialgebiet. Das muss man am Anfang rausfinden, wo kriege ich was. Auch Holz, zum Beispiel Bauholz, habe ich am Anfang richtig Mühe gehabt zu finden. Jetzt weiß ich genau, jetzt habe ich 2 Betriebe, wo ich weiß, da kann ich hin, da kriege ich genau das, was ich brauche und auch noch zu vernünftigen Preisen. Also das ist so ein bisschen ein Lernprozess. Und das habe ich jetzt aber schon gemerkt, jetzt geht alles schon viel einfacher, weil ich genau weiß, wenn ich Farbe brauche, dann gehe ich zu dem. Oder wenn ich Dreiwegschalter brauche, dann gehe ich eben zum anderen. Und ich habe noch das Glück, wir haben hier im Ort einen der besten Baumärkte überhaupt in Uruguay. Das ist sehr, sehr hilfreich. Der ist kein Kilometer von mir entfernt, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist super. Und die haben richtig viel, die haben wirklich viel. Und die Leute, die Jungs und die Mädels, die da arbeiten, die kennen sich eben richtig gut aus. Die haben wirklich Ahnung und die können einen auch beraten. Also da bin ich sehr, sehr froh drum. Ja, dann zum Thema Heizung. Ich habe das in den letzten 2 Videos schon ein bisschen angetönt. Dieses Haus war immer ein Sommerhaus, also das ist noch nie geheizt worden. Das stand das ganze Jahr leer, unbeheizt und ungelüftet. Und ich musste mir überlegen, wie ich dieses Haus am besten heizen kann. Dazu habe ich mir schon Gedanken gemacht, bevor ich hier war. Also ich habe schon viel recherchiert und mit Leuten geredet, wie sie heizen, was sinnvoll und was klug ist.
Und dann habe ich mich hier entschieden, was ich machen möchte. Und zwar habe ich von einer uruguayischen Firma, die Firma Magna, habe ich eine Holzzentralheizung einbauen lassen. Und die heizt das ganze Haus. Die steht hier im Wohnzimmer rechts von mir. Und die wärmt aber über ein Rohrsystem auch die weiteren Räume des Hauses. Das ist eine relativ teure Lösung. Das hat mich knapp $6.000 gekostet. Aber es ist eben eine gute Lösung. Und ich meine, ich habe das Budget gehabt, dass ich in Heizung investieren kann. Ich habe das Haus ja relativ günstig gekauft. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich meine, Heizung in meinem Alter mit 54 Jahren kauft man sich einmal eine Heizung. Und dann hat man sie. Wenn man 24 ist, kauft man vielleicht zweimal eine Heizung im Leben. Aber bei mir ist das jetzt eine einmalige Investition und das ist wirklich ein System, das super gut funktioniert. Ich habe es jetzt schon 4 oder 5 Mal in Betrieb gehabt und ich muss noch viel lernen, aber wir sind jetzt schon Freunde geworden. Also bis im Frühling werden wir ganz, ganz dicke Freunde sein, da bin ich überzeugt von. Es gibt ähnliche, vergleichbare Systeme auch von anderen Anbietern, von argentinischen Firmen oder sogar von spanischen. Aber ich habe mich extra für diese uruguayische Firma entschieden, weil die hier vor Ort sind. Also ich war dann auch bei ihnen in der Fabrik, das ist hier ganz in der Nähe, wo das alles produziert wird. Und ich habe jetzt halt von denen wirklich den Herstellerservice. Und das ist mir eigentlich schon viel wert. Wenn mal irgendwas ist, dann kann ich da anrufen und am nächsten Tag steht einer da und guckt. Ich werde auch einmal jährlich die Wartung machen lassen, also dass sie das ganze System durchchecken und vielleicht den Kamin rußen, wenn es nötig ist. Ja, ist mir wichtig. Hat mich was gekostet, aber ich glaube, das ist wirklich eine gute Investition. Ich werde noch viel Freude haben an dieser Heizung. Zusätzlich habe ich dann noch 3 Klimageräte einbauen lassen. Bin eigentlich nicht so ein Freund von Klimageräten, aber man muss sagen, wenn man die gezielt oder ein bisschen vernünftig einsetzt, dann sind die eben schon recht hilfreich. Ich habe jetzt zum Beispiel im Sommer gemerkt, ich bin kein Freund von klimatisierten Räumen, aber wenn es wirklich so heiß ist, da habe ich mir doch ein paar Mal gewünscht, dass ich vor dem ins Bett gehen vielleicht noch eine halbe Stunde das Schlafzimmer 3 bis 4 Grad runterkühlen könnte. Und was das Gute ist bei diesen Klimageräten, die können halt auch heizen. Und das bin ich jetzt aktuell am Testen. Jetzt haben wir die Übergangszeit, Sommer, Herbst, Winter. Jetzt gibt es so, im Moment sind 24 Grad draußen, da will man keinen Holzofen anmachen. Aber dann macht man am Morgen zum Kaffee trinken vielleicht eine Stunde die Klimaanlage an. Ich habe eine im Schlafzimmer, eine in der Küche und eine hier direkt über mir im Wohnzimmer. Es ist für mich keine richtige Heizung, aber ich glaube, es ist so eine punktuelle Ergänzung. Es ist übrigens recht interessant, dass ganz viele Leute, die meisten Leute wahrscheinlich in Uruguay, die heizen gar nicht. Das finde ich noch erstaunlich, weil es im Winter doch sehr kühl wird oder sogar kalt wird. Aber die Leute heizen hier nicht. Es gibt auch so ein Sprichwort, das besagt, es muss im Haus immer ungefähr die gleiche Temperatur sein wie draußen, sonst wird man krank. Das ist ja noch interessant, oder? Das ist so eine Bauernregel oder ein Sprichwort, aber ja, damit leben viele Leute hier. Die Leute, wenn sie heizen, heizen sie nur ganz punktuell, also mit so Gasstrahlern oder eben mit einem offenen Kamin, was praktisch keinen Heizwert hat. Entschuldigung. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gesprochen, das ist, weil ich so selten Videos mache. Also, das Thema Heizung kann ich jetzt abhaken, außer eben, dass ich jetzt genau herausfinden muss, wann ich wie am besten heize. Und da habe ich jetzt aber einen Winter für Zeit und bis im Frühling werde ich es ganz genau wissen. Ich habe auch 4 Tonnen Brennholz hier neben der Garage gestapelt, also die Kälte kann kommen, da kann nichts passieren.
Dann gab es noch einen glücklichen Zufall. Ich habe 3 Projekte gehabt an diesem Haus, die ich mir nicht selber zugetraut habe. Respektive es sind 4, eines ist noch hängig. Und da hat mich ein Kumpel angerufen, ein Uruguayer, der Esteban. Und der hat mir gesagt, hey, ich habe im Moment keine Arbeit, kann ich irgendwas für dich am Haus machen? Und dann haben wir diese 3 Projekte angeschaut und er hat die dann innerhalb von 8 Tagen realisiert. Und da bin ich super glücklich darüber. Das hat mich richtig gut vorwärts gebracht. Einerseits gibt es hier hinter dieser Wand, das ist die Südwand, da gab es einen Grünstreifen, der ist nur 80 cm breit und dann kommt direkt die Grundstücksgrenze. Und dort war Gras, Unkraut und was auch immer. Und das ist teilweise über 1 Meter hoch gewachsen und hat sich dann an die Hauswand gelegt. Und in der Nacht ist dadurch die Feuchtigkeit von dem Gras in die Wand geraten. Und das war ein Problem, das hat man gesehen hier innen an der Wand. Das hat in der Vergangenheit Probleme gemacht. Seit ich hier wohne, habe ich das natürlich immer ganz kurz geschnitten. Von daher war es jetzt nicht mehr ein akutes Problem. Aber jetzt hat mir der Esteban da hinten alles betoniert. Also den ganzen Grünstreifen betoniert, mit Gefälle vom Haus weg. Also jetzt kommt die Feuchtigkeit gar nicht mehr an die Wand. Da bin ich sehr froh. Also die Südwand ist damit abgehakt. Hier innen habe ich ja die Gipswand vorgezogen, damit ich eine Doppelwandigkeit habe. Außen kommt keine Feuchtigkeit mehr. Also super, super gut. Das zweite Projekt betraf die Gasflaschen. Ich koche hier mit Gas, was mir übrigens viel Spaß macht. Ich finde mit Gas kochen super cool, weil man halt sofort die Hitze hat. Aber die Gasflaschen waren in der Küche. Und zwar neben dem Herd ist so ein Schränkchen und da drin standen die 2 Gasflaschen. Und das hat mir nicht so gepasst. Ich meine, mit Gas kochen ist eigentlich sehr sicher. Vor allem, wenn man das immer so ein bisschen im Auge hat und guckt, dass der Schlauch nicht spröde wird, dann passiert eigentlich sehr, sehr wenig bis gar nichts. Aber wenn es mal knallt, dann ist es mir eben lieber, wenn es außerhalb vom Haus knallt, als wenn es direkt in meiner Küche knallt. Und da war jetzt eben das Projekt, dass man eigentlich die Gasflaschen draußen lagert und der Schlauch dann durch die Wand zum Kochherd führt. Und dafür hat mir der Esteban draußen eine Kiste gemauert und verputzt, wo die 2 Gasflaschen gut Platz haben. Gasflaschen werden hier gerne geklaut, deshalb hat er mir einen Deckel geschweißt mit einem Schloss. Also jetzt ist er sauber und sicher verstaut da draußen. Ist auch einfach, wenn jetzt die Gasflasche wirklich während dem Kochen leer wird. Das sind 10 Schritte, Deckel auf, Flasche wechseln und gut ist. Also super gut. Ich habe dann das Loch, habe ich gesagt, das bohre ich selber durch die Wand und den Schlauch durchgeführt. Ja, perfekt. Super gut. Und ich habe jetzt natürlich ziemlich viel Schrankplatz mehr in der Küche, weil die Gasflaschen nicht mehr dort sind. Dann kann man jetzt anderes Zeug lagern. Super, hat sich gelohnt. Und das dritte Projekt war in der Garage, die ist hier links von mir. Die ist 3,50 Meter hoch, geht so in den Giebel. Und da ist eigentlich oben ist sehr viel Platz. Und da hat er mir jetzt einen Stahlbau gemacht auf 2 Meter Höhe, 2,50 Meter tief. Und da kann ich jetzt mein ganzes Bauholz und ganz viel anderes, was sich schon angesammelt hat, kann ich da oben bequem auslagern. Ja, ich habe so viel Holz jetzt mittlerweile, was auch gut ist, weil man braucht immer Holz, Dachlatten und Bretter und weiß der Geier was. Und das lag aber überall rum und war überall im Weg. Ein Teil habe ich dann im Garten unter einer Plane gehabt und furchtbar. Und jetzt kann ich das, oder habe ich schon alles sauber da oben gestapelt. Da ist es gut verstaut und ich habe es immer griffbereit. Also mit 3 Griffen habe ich es und kann damit arbeiten. Ja, super. Das hat mich auch richtig, richtig weitergebracht. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich die Garage auch gleich gestrichen. Habe gedacht, bevor der Stahlbau steht, streiche ich die Garage noch, respektive 2/3 von der Garage. 1/3, der gibt dann noch ein bisschen mehr Arbeit, weil da sind noch Regale und alles Mögliche. Aber
Da ist jetzt auch schon sehr viel gemacht. Ja, also ihr seht, ich bin ständig dabei mit großer Freude. Das macht mir wirklich Spaß. Und ich frage mich schon, wenn dann mal fertig renoviert ist, was mache ich dann eigentlich? Naja, es gibt noch viel zu tun. Sobald ich innen fertig bin, geht es außen los. Da muss man auch ganz vieles machen. Die Fenster von außen, die Fliegengitter, die Fensterläden, das muss man alles schleifen und neu beschichten und. Also die Arbeit wird mir vorläufig nicht ausgehen und darüber freue ich mich. So, ich glaube, das soll es gewesen sein von heute. Beim nächsten Mal eben versprochen berichte ich euch über Garten und Umgebung hier, wie das so aussieht, hier wo ich lebe. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.